Stell dir vor, du erwartest eine große Kinderfamilienachterbahn und landest in einem kleinen Taron. Genau das ist mir passiert und holla die Waldfee, heute sprechen wir mal über eine verdammt gute Achterbahn. Mahlzeit, herzlich willkommen beim Retro Video Magazin mit einem neuen Review meinerseits und heute müssen wir über eine verdammt gute Achterbahn sprechen, die ich komplett unterschätzt habe, die mich komplett überzeugt hat. Und die Rede ist von Hiccups Wing Gliders. Im Themenbereich How to Train Your Dragon Isles of Berk beziehungsweise halt dem Drachenzähmen leicht gemacht Themenbereich. Und den Drachenzähmen leicht gemacht Themenbereich und dort leben feuerspeiende Drachen friedlich zusammen mit wilden Wikingern. Und Hicks, der Held aus Drachenzähmen leicht gemacht, hat eine Flugmaschine erfunden und diese werden wir nutzen, um zusammen unsere ersten Flugversuche zu machen mit den Drachen aus Drachenzähmen leicht gemacht. Und die Bahn sieht richtig stark aus, ist komplett eingebettet in einen sehr schönen großen und immersiven Themenbereich, hat noch einen schönen Zug dazu bekommen mit Onboard-Sound und eine Warteschlange, die auch noch einiges zu bieten hat. Wirklich passt alles perfekt und die Station sieht auch richtig cool aus. Selbst die Stellen, wo es dann unter der Schiene Netze geben muss, sehen cool aus, weil die Netze cool gestaltet sind und das so ein bisschen an Spinnennetze erinnert, so wie die Netze an diesen Stangen dran sind unter der Schiene, was man sich zum Beispiel bei Cross of the Werewolf gewünscht hätte, dass wir so dann aussehen, nicht einfach nur gerade. Aber auch das ist bei Hiccups Wing Gliders richtig schick geworden. Ja, und nach dem großen Eingangsbereich kommen wir quasi in die Werkstatt von Hick und werden dann darauf vorbereitet und sehen schon Baupläne für Hiccups Wing Glider und ja, viele Details zu entdecken und ein paar coole Elemente. Sieht einfach schön aus, gemütlich, passt, vollkommen legitim alles. Und wenn ihr euch fragt, wo muss ich denn dafür überhaupt hin? Der Freizeitpark, in dem diese Attraktion steht, ist Universal Epic Universe. Das ist der 4. Freizeitpark von Universal Orlando Resort, die ja Universal Studios, Universal Islands of Adventure und den Wasserpark Universal Volcano Bay haben. Und Universal Epic Universe ist der 4. und neueste Park, der 2025 eröffnet hat. Planmäßig hatte man 2023 mal angedacht und pandemiebedingt wurde das Ganze immer wieder verschoben. Aber jetzt hat einfach auf einen Schlag einer der epischsten Freizeitparks überhaupt aufgemacht mit 5 Themenbereichen. How to Train Your Dragon Isles of Berk ist der Themenbereich, wo die Attraktion steht, über die wir heute sprechen. Es gibt aber auch eine Super Nintendo World, Dark Universe mit Universal Monstern oder auch einen Harry Potter Bereich. Wenn ihr dazu mehr wissen und sehen wollt, ich verlinke euch auch hier oben gerne einen Vlog von uns, wo wir euch dann durch den ganzen Tag mitgenommen haben und dann mit euch durch den ganzen Park laufen. Daten und Fakten. Gebaut wurde Hiccups Wing Gliders von Intermin Amusement Rides aus Liechtenstein und das Ganze ist ein LSM Coaster, eigentlich sogar ein Multi-Lounge LSM Coaster und um euch mehrfach dort abschießen zu lassen, müsst ihr mindestens 102 cm groß sein, gesichert mit einem Schoßbügel in sehr schön gestalteten Zügen, die sogar noch ein Onboard-Soundsystem verbaut haben. Sonst veröffentlicht Universal keine weiteren Zahlen und Daten zu der Bahn, also nicht zu Höhe, Länge und Geschwindigkeit. Es gibt, wie gesagt, mehrere LSM-Abschüsse und ich glaube, was man auch erwähnen kann, was jetzt kein großes Geheimnis ist, dass selbst bei so einem neuen Park mit neuen Attraktionen doch der Platzmangel ein wenig die Sache schwieriger gestaltet hat, um Attraktionen irgendwie cool zu machen. Aber was ist so cool an Hiccups Wing Gliders, außer vielleicht, dass die Bahn einen komplett überraschen kann? Die Fahrt startet aus der Doppelladestation und dann in einer Rechtskurve. Nach der Stationsausfahrt geht es halt sehr bodennah weiter und man schwingt und bounce so ein bisschen hin und her und das Ganze führt einen in eine weitere Rechtskurve und in einer Showsektion bleiben wir erst einmal stehen. Und links sieht man eine Hiccup-Figur, die anfängt, eine Kurbel zu drehen und damit quasi den Wing Glider zu spannen. Vorne rechts ist ohne Zahn und beobachtet die ganze Szenerie auch. Und dann werden wir das erste Mal abgeschossen und dieser LSM-Launch, der linear Synchronmotor, beschleunigt den Zug mit allen Fahrgästen bergauf. Und in einer großen Rechtskurve holen wir quasi Schwung, es geht nach unten und dann schwingen wir in eine Linkskurve und dann quasi mitten in den Bereich rein, beziehungsweise
über einen Weg drüber hinweg, um anschließend sehr wassernah S-Kurven zu durchfahren, was ich immer ziemlich cool finde. Nachts wird das Ganze sogar noch ziemlich nice illuminiert und dann gibt es einen krassen Umschwung nach rechts unter einer Brücke hindurch, wo man oben drüber hinweglaufen kann und in einen Achterbahnpart, den man sich von außen anschauen kann, der quasi aus einer Overbank Curve mit einer anschließenden Linkshelix besteht und das Ganze nach einer Rechtskurve in einem Break Run mündet, beziehungsweise ja, eine zweite Showsektion, wo wir auch erstmal noch weiterfahren, wo es dann auch wieder bergauf gehen wird und wir schaffen das nicht. Rollen zurück und links und rechts kommen Drachen aus Felsen raus, die vorher nicht da waren und dann geben wir nochmal Gas und beschleunigen ein zweites Mal, schaffen das über den Hügel und stürzen uns in die Tiefe und haben so ja Umschwung durch die Tribüne einer anderen Attraktion hindurch, also eine Fake-Tribüne. Denn es gibt von Gerstlauer Amusement Rides aus Deutschland 2 Skyfly, die dort stehen und Dragon Racers Rally sind. Und da fahren wir halt durch die hinten stehende Fake-Tribüne hindurch, wo das On-Ride-Foto auch gemacht wird. Und daraufhin folgt dann so ein Twisted Airtime Hill Umschwung Overbank Curve Gewitter, was dann den letzten Teil der Fahrt ausmacht, bis es dann in eine Rechtskurve zur Schlussbremse geht und danach in eine Rechtskurve geht es wieder in die Doppelladestation. Und je nachdem, wie gerade abgefertigt wurde und wie viele Züge auf dem Track sind, kommt man an der Stelle an, wo man eingestiegen ist, beziehungsweise dann halt an der gegenüberliegenden, was aber kein großes Problem ist, denn ihr habt da kein Gepäck dabei. Es wird alles vorher in Locker gepackt und das ist bei Epic Universe inzwischen so geregelt, dass ihr dann, wenn ihr dran seid, kommt ihr an den Locker und dann wird euer Gesicht gescannt und ihr bekommt ein Schließfach, das öffnet sich dann automatisch, da packt ihr euer Zeug rein, macht das Schließfach zu, fahrt und der Ausstieg ist auf der anderen Seite der Schließfächer, euer Gesicht wird wieder gescannt und euer Fach geht wieder auf und ihr habt eure Sachen wieder und das Ganze auch kostenfrei. Ihr müsst also nicht wie die Schließfächer bezahlen, wie in manch anderen Freizeitparks. Und das bringt mich dann auch schon zum Fazit zu Hiccup Spring Gliders. Und was für eine saugute Achterbahn ist das bitte geworden? Voll underrated, glaube ich. Kein Mensch redet über Hiccup Spring Gliders. Und das ist wirklich für mich so ein kleiner Taron. Einfach viel kleiner, viel kompakter, aber macht unfassbar viel Spaß. Ist trotzdem zügig unterwegs, geil eingebettet in der Landschaft und überhaupt. Also Wahnsinn, wie gut das einfach ist und irgendwie komplett untergegangen ist. Story ist cool, ist simpel, aber ey, du hast dann so einen Kinderfilmhelden, der baut eine Flugmaschine und mit der fliegen wir dann, die testen wir dann und das durch wirklich den Bereich, wo überall auch irgendwelche Drachen sind und ähnliches. Also das ist auch super gut eingebettet einfach und Story mit der Gestaltung on point. Und LSM Multi-Launch Coaster, sorry Leute, muss man nicht drüber reden, dass das einfach cool ist. Hiccup Spring Gliders, die volle Überraschung meiner Meinung nach und komplett underrated die Bahn. Seht ihr das genauso oder anders? Die Kommentarsektion gehört jetzt euch und ansonsten sehen wir uns um 18 Uhr morgen wieder zu einem neuen Video hier auf dem Radio YouTube Kanal.